Bei diesen deutschen Windrädern ist die Fernsteuerung ausgefallen. Es handelt sich sozusagen um einen Kollateralschaden. Hintergrund? Die Windräder werden per Satellit angesteuert. Der versorgt auch die Ukraine mit Internet. Zeitgleich mit dem Einmarsch der russischen Truppen fällt das Signal aus. Der amerikanische Betreiber geht von einem Cyberangriff aus. Energieversorger sind im Cyberkrieg aber auch direkte Ziele von Sabotageakten aus dem Netz. Hackeralarm beim hessischen Netzbetreiber Syna. Ja, mein Leitplatzrechner hat sich komplett verabschiedet, schwarzer Bildschirm. Systemausfall in der Leitzentrale, die das Gas- und Stromnetz und alle Anlagen kontrolliert. Zum Glück handelt es sich hierbei sozusagen um ein Cyberwar-Manöver. Die Hacker sitzen nebenan und trainieren die Syna GmbH-Techniker in der Verteidigung gegen Angriffe aus dem Netz. Auch Transportunternehmen wie die Deutsche Bahn sind schon Ziel von Attacken geworden. 2017 hackten sich Unbekannte in ihr System und manipulierten die Anzeigetafeln. Letztes Jahr ein Angriff in den USA. Eine 9000 Kilometer lange Ölpipeline wird von Hackern trockengelegt. Kurz darauf der nächste Vorfall. Eine Woche nach der Cyberattacke auf eine Pipeline in den USA hat es einen schweren Hackerangriff in Irland gegeben. Ziel war der öffentliche Gesundheitsdienst des Landes. Er musste aus Sicherheitsgründen sein gesamtes Computersystem abschalten. Krankenhäuser annullierten alle nicht eiligen Termine. Andere Angriffe finden im Verborgenen statt und dienen der Spionage. So wie beim bislang wohl spektakulärsten Hackerangriff in Deutschland. Ziel der Deutsche Bundestag. Gehackt wird das Bundestagsnetz. Daran angeschlossen sind alle Mitglieder, auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, sowie die Abgeordneten des Parlaments. Zurzeit läuft gegen die Ukraine laut IT-Sicherheitsexperten eine groß angelegte Welle von Hackerattacken. Regierungsseiten wurden lahmgelegt und hunderte Rechner mit einer Software infiziert, die Daten löscht. Neben Spionage und Sabotage können Cyberangriffe auch dem Infokrieg dienen, Meinung machen. Das Hackerkollektiv Anonymous hat in Russland zahlreiche staatliche Webseiten lahmgelegt und Nachrichtenseiten gehackt, um Nachrichten an das russische Volk zu bringen. Ganz offen über Social-Media-Kanäle geht der Aufruf an alle im Westen, Google zu nutzen, um auf Bewertungsportalen russischer Restaurants Botschaften über den Krieg zu posten. Google hat das jetzt aber unterbunden. Die Syna GmbH-Techniker glauben, dass sie inzwischen den Angriff auf ihre Leitzentrale erfolgreich abgewehrt haben. Sie haben mich bei weitem noch nicht aus dem Netzwerk rausgekriegt. Ich bin in vielen Stellen eingedrungen und das dauert noch. Und die nächste Attacke von außen kommt bestimmt. Denn die digitalen Netzwerke mit ihren endlosen Datenströmen sind verwundbar. Und irgendwo findet sich wohl immer jemand, der bereit ist, sie zu attackieren. Ja, und live dazu zugeschaltet ist uns Haja Schulmann. Sie ist Informatikprofessorin an der Goethe-Uni Frankfurt und Leiterin einer Abteilung für Cybersicherheit und Abwehr des Fraunhofer SIT-Instituts in Darmstadt. Hallo, Frau Schulmann. Hallo, guten Abend. Ja, wie konkret schätzen Sie die Cyberbedrohung für uns Deutsche ein infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine? Also die Sicherheitsbehörden in den USA und auch die in Deutschland zählen Russland zu den Ländern mit der höchsten Cyberkompetenz neben den USA, China und Israel. Und tatsächlich hat Russland früh erkannt, dass Cyberkompetenzen sind entscheidend für Spionage und für das Militär insgesamt. Das sehen wir auch jetzt im Krieg gegen die Ukraine. Offensive Cyberfähigkeiten wurden gezielt im russischen Sicherheitsapparat aufgebaut und gleichzeitig wurden kriminelle Gruppen toleriert. Und Russland hat die Ukraine tatsächlich schon seit Jahren als Spielplatz für Cyberangriffe genutzt. Beispielsweise 2015 haben die Hacker Teile des ukrainischen Stromnetzes lahmgelegt oder im 2017 gab es die NotPetya-Softwareinfektion in der Ukraine, was halt weltweit Milliarden US-Dollar Kollateralschäden verursacht. Das zeigt also, diese Angriffe betreffen dann eben nicht nur denjenigen, auf den es konkret abgezielt hat, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Wie ist das jetzt mit uns allen? Also der Verfassungsschutz warnt schon, Bundestagsabgeordnete könnten angegriffen werden, cybertechnisch. Aber müssen auch ganz normale Bürger in Anführungszeichen jetzt gerade irgendwie eine verstärkte Gefahr einsehen und da Attacken befürchten?
Also ja, die Cyberangriffe mit Schadsoftware nehmen schon jetzt zu. Seit Mitte Februar konnte man einen dramatischen Anstieg von Schadsoftware weltweit feststellen können. Es ist nicht nur Russland. Analysen dieser Schadsoftware legen nahe, dass neben Russland auch andere Staaten, insbesondere China, ihre Cyberspionage und Cyberangriffe hochgefahren haben. Und speziell Russland wegen der Sanktionen und der Waffenlieferung an die Ukraine hat Vergeltung gegen die westliche Welt angekündigt. Also sehr wahrscheinlich werden wir auch in Deutschland eine deutliche Zunahme an Cyberangriffen sehen. Und besonders kritisch ist, dass die Cyberangriffe zwischen Russland und die Ukraine unbeabsichtigt und indirekt auch Deutschland treffen können. Das kann, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, alle Sektoren betreffen, wie Parlamente und Gerichte und Industrie und Banken, Stadtwerke und natürlich uns auch als Privatpersonen. Sie sprechen gerade die Privatpersonen an. Wie kann ich mich denn als Privatperson schützen? Das mit der Infrastruktur, das muss ja dann der Staat oder die Unternehmen machen. Aber was kann ich privat tun? Ja, man kann einiges tun. Auf jeden Fall sichere Passwörter verwenden, dasselbe Passwort nicht für mehrere Dienste verwenden, die eigenen Geräte aktuell halten, also Updates zulassen und die Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern, Multifaktor-Authentifizierung verwenden, das heißt neben dem Passwort noch eine App oder Handy nutzen. Das könnte die Sicherheit verbessern. Stichwort Passwörter. Was ist denn ein sicheres Passwort? Wie kriege ich ein sicheres Passwort hin, was ich mir trotzdem noch merken kann? Also die Passwörter sollen Ziffern, Zeichen, große und kleine Buchstaben enthalten, damit sie nicht einfach zu knacken sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, dass Passwörter nicht zu Sicherheitslücken führen, weil die Menschen sich an sie nicht erinnern können oder gleiches Passwort bei mehreren Diensten einsetzen oder einfache Passwörter verwenden. Und um Sicherheit zu verbessern zum Beispiel und gleichzeitig sich an Passwörter zu erinnern, die Menschen können sich an einen Satz ausdenken, der für sie Sinn ergibt, wie zum Beispiel: Ich liebe Nachrichten des Hessischen Rundfunks um 8:25 Uhr, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das ist dann leicht nicht zu vergessen. Und natürlich verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste verwenden, ist auch sehr wichtig. Das fand ich ein super Tipp und auch einen sehr schönen Beispielsatz. Dankeschön für Ihren Rat und für die Einschätzungen, auch wenn die ein bisschen düster ausgefallen sind. Dankeschön. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Danke. Also Deutschland könnte in Zukunft stärker als bisher von Cyberattacken betroffen sein. Dagegen müssen sich Unternehmen und der Staat schützen. Wir Privatleute sollten aber zumindest auf sichere Passwörter achten und aufpassen, worauf wir klicken und, wichtig auch noch zu erwähnen, unsere Daten sichern.